Sehr häufig kommen Patienten zu uns in die Klinik mit dem Problem der Männerbrust. Was ist eine Männerbrust? Die Patienten bekommen ein vermehrtes Brustwachstum, häufig schon in der Pubertät, wo auch dann danach in der Adoleszenz, in der jungen Adoleszenz, dann die Brust nicht mehr weggeht. Und da gibt es unterschiedliche Maße. Manchmal ist es nur, dass der Vorhof, der Brustwarzenvorhof, so weich ist und so breit und so groß wird und so sehr rosafarben, also nicht so dunkelfarben. Und dann gibt es Ausmaße, wo die Männer auch wirklich fast wie ein C-Körbchen haben, also fast schon einen BH tragen können. Da gibt es zwei Faktoren, die dieses Volumen kreieren. Das ist einmal die Brustdrüse, die auch bei Männern eben durch die Pubertät oder durch Östrogeneinflüsse wachsen kann, und auch der Fettanteil. Wir haben hier eine sehr spezielle Methode, diese Gynäkomastien zu behandeln. Warum? Bei Männern ist es ein bisschen anders wie bei Frauen. Wenn die jetzt baden gehen oder auch beim Sport oft, sind die ja oben ohne. Das heißt, jede Narbe um die Brustwarze oder Vorhof herum oder alles, was am Vorhof geschieht, sieht man. Deswegen behandeln wir Gynäkomastien so, dass wir nur ein kleines Löchlein hier an der Seite der Brust machen, saugen zuerst ganz radikal das Fett ab, dass schon mal das Fett weg ist, und nehmen dann nur über dieses kleine Löchlein, entfernen wir dann in ganz vielen kleinen Einzelschritten die Drüse, sodass auch dieser ausgewölbte Vorhof sich zurückbildet. Dieser Eingriff ist sehr dankbar, weil den kann man in örtlicher Betäubung durchführen, ohne Vollnarkose. Das spricht, die Patienten kommen nicht nüchtern in der Früh, machen den Eingriff, der ca. 1 bis 2 Stunden dauert, und können danach gleich wieder nach Hause. Im Anschluss tragen die Patienten für 6 Wochen so ein Kompressionsmieder, was man perfekt unter jede T-Shirt, unter jedes Hemd tragen kann, und davon 3 Wochen Tag und Nacht, 3 weitere Wochen intermittierend. Nach der Behandlung durchläuft bei einer Gynäkomastie die Haut natürlich auch eine Geschichte. Am Anfang ist es ein bisschen geschwollen, blau. Das regelt sich dann aber so alles innerhalb so der ersten 3 Wochen. Dann wird es aber sehr hart unter der Haut und die Patienten haben das Gefühl, dass noch ein bisschen was da ist. Das hört aber auch dann bis zu 3 Monate danach auf. Falls die Patienten sagen, okay, es ist ihnen danach noch eventuell zu viel oder sie tasten noch eine Drüse, kann man die noch in einer zweiten Sitzung entfernen, ist aber in der Regel nicht notwendig. Die Operation ist nicht sehr schmerzhaft, man muss auch keine Fäden ziehen, und Kontrolltermine sind zwangsläufig nicht erforderlich. Im Prinzip ist es so, dass jeder Mann von einer Gynäkomastie betroffen sein kann. Es ist eigentlich so, es ist ja nicht wirklich was Krankhaftes, wenn es nicht zu auffällig ist, wie jetzt zum Beispiel ein C-D-Körbchen. Aber manche Männer stören sich extrem dran, wenn der Brustkorb ein bisschen feminin aussieht. Aber im Prinzip kann jeder Mann betroffen sein. Wir sehen sehr viele Männer mit Gynäkomastien unterschiedlichen Alters. Es kommen natürlich auch sehr junge Männer, wie jetzt 16-Jährige, die gerade in der Pubertät waren oder sind, wo die Drüse sehr stark wächst. Wenn man so ganz junge Patienten hat, müsste man sie vorher gut hormonell abklären, dass da nichts im Unreinen ist, dass da kein Chromosomenschaden vorliegt, dass da nicht irgendwelche Tumoren sind, damit man wirklich ausschließen kann, dass da eine andere Ursache wie jetzt das ganz normale Wachstum verantwortlich ist für die Gynäkomastie. Aber man kann auch ganz junge, wenn sie in ihrer sexuellen Entwicklung durch die Gynäkomastie gestört sind, kann man auch sehr junge Patienten im Einvernehmen mit den Eltern operieren. Wir sehen auch ältere Männer mit Gynäkomastien, da durch die Zunahme des Fettgewebes mit der reiferen Adoleszenz auch mehr Östrogene im Körper produziert werden und dadurch die Drüse angeregt wird. Häufig sehen wir auch Männer mit
Prostatakarzinom, die Medikamente gegen Testosteron nehmen müssen und dadurch medikamentös die Drüse stimuliert wurde zu wachsen. Und die kann man auch äußerst gut mit unserer Methode behandeln. Gynäkomastien, die gemischte Ursache haben, Drüse und Fettgewebe, lassen sich leider nur durch eine Operation beheben. Die Kosten für eine Gynäkomastie werden in der Regel nicht von der Krankenkasse getragen, weil es sich ja nicht um einen pathologischen Befund handelt. Das ist nichts Krankhaftes, weil man ja mit einer Brust 200 Jahre auch als Mann alt werden kann.